But happiness is one of the great mysteries of human existence. Glück ist eines der großen Mysterien der menschlichen Existenz. What is happiness? What makes us happy? Was ist Glück? Was macht uns glücklich? Is it the most important thing in life? Ist es das Wichtigste im Leben? If it is the most important thing, wenn es wirklich das Wichtigste ist, am I prepared to sacrifice everything for anyone in order to be happy? Bin ich dann bereit, alles oder jeden dafür zu opfern? In our culture, we think we give happiness a very major priority. In unserer Gesellschaft geben wir dem Glück eine hohe Priorität. In the American Declaration of Independence, der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, we read that the human being has an inalienable right of life, liberty and the pursuit of happiness. Und in der Erklärung lesen wir, dass der Mensch ein Recht hat auf Leben, Life, Freiheit und auch das Streben nach Glück. Key word here is independence. The Declaration of Independence. Unabhängigkeit. Of course, in the mind of the writers, it was independence from the oppression of the British Crown. In dem Geiste der Verfasser war es natürlich die Unabhängigkeit von der britischen Krone. But uncontrolled independence does not lead us to happiness. Doch unkontrollierte Unabhängigkeit führt uns nicht ins Glück. It leads to increasing isolation. Es führt zu zunehmender Isolation. You become isolated in a bubble of egotism or narcissism. Wir sind gefangen in einer Blase aus Narzissmus. The American dream was always moving to the west, to California and the Pacific. Im amerikanischen Traum ging es immer um eine Bewegung nach Westen, nach Kalifornien und zum Pazifik. The pursuit of happiness and independence. Auf dem Weg zum Streben nach dem Glück und der Unabhängigkeit. And the thousands of German immigrants went west. Und tausende deutscher Einwanderer gingen nach Westen. But what happens when you reach the beautiful state of California? Aber was passiert denn, wenn du den schönen Staat Kalifornien erreichst? Can't go any further. Dann geht es nicht mehr weiter. And today, the United States and its declining empire Und heute sind die Vereinigten Staaten ihr schwindendes Imperium. is not the great example of happiness. Kein großartiges Beispiel für Glück. Probably a little country like Bhutan is a more happy country. Vielleicht ist ein kleines Land wie Bhutan ein glücklicheres Land. We're having a seminar online from Bonvo later this month with the director of the program in Bhutan, which is the gross national happiness. Und wir haben Ende des Monats in Bonvo ein Online-Seminar mit dem Direktor, der das Brutto-Glücksprodukt Bhutans verantwortet. Gross national happiness. So, the Declaration of Independence, with these wonderful ideals,
Die Unabhängigkeitserklärung mit dem wunderbaren Ideal made no mention of the 700,000 slaves who were in the colonies at that time. erwähnte in keinem Wort die 700.000 Sklaven, die damals in der Amerika waren. Nearly 20% of the population. Fast 20% der Bevölkerung. These were not independent, and they did not have a right to liberty or happiness. Die waren nicht unabhängig und sie hatten kein Recht auf Freiheit oder Glück. Can you expect to find happiness in that kind of society? Kannst du erwarten, in einer solchen Gesellschaft glücklich zu sein? Only by believing that these others are not really human. Nur wenn du wirklich glaubst, dass diese anderen keine wirklichen Menschen sind. They can't be happy because they are not fully human. Sie können nicht glücklich sein, weil sie nicht ganze Menschen sind. What has this got to do with my happiness today Was hat das mit meinem Glück heute zu tun? and our search for the sources of happiness? Für unsere Suche nach der Quelle des Glücks. I think it has a lot to do with it. Ich denke, da steckt einiges drin. If we want to be happy, we need to understand what we want, Wenn wir glücklich sein wollen, müssen wir verstehen, was wir wollen, what we are pursuing. was wir verfolgen. Can we be really happy at someone else's expense? Können wir wirklich auf Kosten anderer glücklich sein? Can we be happy by shutting off our consciousness to those who we are denying happiness to? Können wir glücklich sein, wenn wir in unserem Bewusstsein Menschen ausschließen, denen wir dieses Glück verweigern? Can we be independently happy? Können wir unabhängig glücklich sein? Or is happiness essentially interdependent? Oder ist Glück tatsächlich interdependent? Jesus speaks about the link between heaven, which must by definition be a happy place, Jesus spricht über die Beziehung des Himmels, der nach Definition ein Ort des Glücks ist. the link between heaven and our caring for others. Die Beziehung zwischen dem Himmel und unserer Fürsorge für andere. Feeding the hungry, Die Hungernden zu clothing the naked, versorgen, die Nackten zu bleiben, visiting the sick, Kranken zu besuchen, burying the dead. die Toten zu begraben. These are the physical works of mercy. Das ist die physische Arbeit der Gnade. Simply caring out of human kindness for others in need. Aus menschlicher Fürsorge sich andere in Not zu kümmern. And in Buddhism, this is the bodhisattva ideal. Im Buddhismus ist das Bodhisattva-Ideal. The bodhisattva is someone who remains in this realm of existence for as long as it takes to relieve the suffering of others. Und der Bodhisattva bleibt in diesem Körper manifestiert, solange wie es nötig ist, um das Leiden anderer zu lindern. So, I met somebody once, not so young, not so old, who had at a very mature point in their life made a big discovery about happiness. Mal jemand getroffen, mittleren Alters, und der hatte eine große Entdeckung seines Glücks im Leben gemacht. And they said this more or less to me. Sagten Folgendes:
I always thought happiness was about getting all the pieces of my life together. Ich dachte immer, das Glück bestünde darin, alle losen Stränge in meinem Leben wieder zusammenzufügen. Put the pieces together in a way that matched what I imagined would make me happy. All diese Verbindungen zusammenzuführen, dass dieses Bild entsteht, das ich dachte, worin mein Glück besteht. So, to be with the right people Den richtigen Menschen zu sein, that I wanted to be with at that moment. wo ich dachte, mit denen ich in dem Augenblick sein wollte. To be in the right place Am richtigen Ort zu sein, for that moment. in diesem Augenblick. Doing the right thing at Richtig that zu moment. tun, in diesem Augenblick. So having all the conditions necessary to have a good time. Dass alle Bedingungen erfüllt sind, um eine gute Zeit zu haben. Then something happened, Dann ist was passiert. or then someone happened, Jemand passiert. and they met someone and entered into a new kind of relationship. Wir haben jemanden getroffen und sind in eine neue Art der Beziehung eingetreten. And then they said, Dann sagten I learned that there is another kind of happiness, sie, eine andere Art von Glück. a joy simply in being with, being here, now, with. Eine ganz einfache Freude, mit jemand zu sein, hier und jetzt. No need to plan, Keine Notwendigkeit zu planen, no need to organize all the pieces, keine Notwendigkeit, all die losen Stränge zusammen. to control the exact ingredients of happiness. Genau die Zutaten des Glücks zu koordinieren. Just to live Einfach nur zu leben, from the life of this relationship aus dem Leben, aus dieser Beziehung, and to accept what comes. zu akzeptieren, was kommt. So, life teaches us. Also lehrt uns das Leben. These words, this person, like life, liberty, the pursuit of happiness, can have many different meanings. Leben, Freiheit und das Streben nach Glück kann viele Bedeutungen haben. They express different values by which we live. Sie drücken verschiedene Werte aus, nach denen wir leben. We need to be clear what happiness is and what happiness is not. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, was Glück ist und was Glück nicht ist. For example, this is similar to what happens when you start to meditate. Beispiel ist, so, was passiert, wenn du anfängst zu meditieren. Maybe you've been doing other forms of meditation. Vielleicht hast du schon andere Formen der Meditation versucht. His vocabulary today is not very accurate. Das Vokabular, was Meditation anbelangt, ist noch nicht sehr präzise. So maybe you've been doing, you were feeling stressed, you were looking for something, and a friend recommended mindfulness. Und vielleicht warst du gestresst und ein Freund hat dir Achtsamkeitsübungen empfohlen. Or some other practice or body work that would help you. Oder eine andere Praxis oder Körperarbeit. And you try it and yes, it really helps. Und du versuchst es und du spürst, ja, das hilft mir wirklich. Stress goes down and you become more relaxed, more peaceful. Der Stress reduziert sich und du wirst entspannter. You can enjoy simple things again, like cooking or spending a quiet evening with a friend. Du kannst dich an einfachen Dingen wieder erfreuen, wie am Kochen oder am Abend mit einem Freund zu verbringen. So, in the wisdom traditions, these practices
are a preparation for meditation. Und in den mystischen Weisheitstraditionen sind das Vorbereitungen für die Meditation. And these ways of preparing for meditation involve some paying attention to yourself. Und diese Arten beinhalten eben eine Form der Aufmerksamkeit mir selbst geben. And the common word today is, of course, well-being. Und das Slogan heute ist Well-being, Wellness. Wellness. So I want to feel better. Am Will ich I mich besser fühlen? feeling better? Fühle ich mich besser? How am I feeling better? Wie fühle ich mich besser? Am I sleeping better? Schlafe ich besser? I'm more relaxed. Bin ich mal mehr entspannt? So this is a first step to pay, to do something which changes your well-being and through a kind of attention to yourself. Das ist der erste Schritt, durch Achtsamkeit dir gegenüber dich zu entspannen. But after you have achieved some measure of well-being, you then inevitably, I think, ask, what is the next step? Doch wenn du eine gewisse Entspannung erreicht hast, ist es unvermeidbar, dass du dich fragst, was ist der nächste Schritt? This is the human condition. We always want the next step. What do we do next? Einfach der normale menschliche Zustand. Wir fragen uns immer, was ist als nächstes? And the next step, according to the wisdom traditions, is to take the attention off yourself. Der nächste Schritt nach den Weisheitstraditionen ist, die Achtsamkeit von dir wieder abzuwenden. Which is easier? Pay attention to yourself and ask, am I happy? Am I feeling well? Or take the attention off yourself. Was ist einfacher? Dir selbst die Aufmerksamkeit zu geben und dich zu fragen, ob du glücklich bist, oder sie von dir abzuwenden. But ask the rich young man in the gospel story. Fragen wir den jungen, reichen Mann in der Evangelium. He was a good young man, Ein guter junger Mann, a little self-obsessed, der sich selbst beschäftigt. but he felt the need for something more. Aber er hatte das Bedürfnis nach etwas mehr. So he made the mistake of asking Jesus. Dann macht er den Fehler, Jesus zu fragen. And Jesus turned his life around. Und Jesus drehte sein Leben um. He said, okay, if you want the next step, let go. Also, wenn du den nächsten Schritt machen willst, dann lass los. And all we know is that the rich young man went away with a heavy heart because he had many possessions. Was wir wissen von der Geschichte ist, dass der junge Mann traurig mit schweren Herzen davonging, weil er viele Besitztümer hatte. But what is not written in the gospel is that he went back to his hometown. Was nicht im Evangelium steht, ist, dass er in seine Heimatstadt zurückging. And he noticed a sign up on the synagogue notice board. Der sah ein kleines Hinweisschild in seiner Synagoge. Said Christian meditation group every Thursday at 7 p.m. Dort eine christliche Meditationsgruppe sich jeden Dienstag um 7:30 Uhr. So the story has a happy ending. Also gibt es ein glückliches Ende in dieser Geschichte. So we have to learn how to take this next step. Also müssen wir lernen, wie wir diesen nächsten Schritt gehen. To take the attention off ourselves. Die Aufmerksamkeit von uns wieder wegnehmen. And what we then are seeking is something we cannot put a name on. We cannot name it. Und was wir dann anstreben, ist etwas, das wir nicht benennen können.
A very ancient distinction about happiness in Western philosophy is summed up in two words. Eine altertümliche Definition von Glück wird in zwei Worte zusammengefasst. Hedonia Hedonia and eudaimonia. Eudaimonia. Hedonia gives us hedonism, same thing. Ja, aus Hedonia entsteht Hedonismus. So we know what a hedonist lifestyle is. Also wir wissen, was ein hedonistisches Leben ist. We have constructed a hedonist lifestyle in our consumer society. Das ist der Lebensstil, den wir in unserer Konsumgesellschaft erschaffen haben. Of course, it's not hedonistic for everybody to the same degree. Natürlich nicht auch gleich hedonistisch für alle, But even those who are struggling to survive may still follow the values of hedonia. aber selbst die, die uns überleben kämpfen, folgen dem Leitbild des Hedonismus. So on occasions when civil society breaks down, An manchen Augenblicken, wenn die zivile Gesellschaft zusammenbricht and people start rioting in the streets, und wenn es also Straßenschlachten gibt, the first thing that many do is looting the shops, break into the shops and steal large TV sets and expensive iPhones and all the things that they feel they have a right to, the right to happiness. Also das Erste, was in solchen Gewaltausbrüchen passiert, ist oft, dass geplündert wird und dass große Fernseher geklaut werden und teure iPhones, weil eben jeder den Anspruch hat auf Glück. In a consumer society, happiness is always about choosing, at least if you're acting legally, choosing. Und in einer Konsumgesellschaft geht es immer um die Wahl. Being in full control of what we do. Voller Kontrolle zu sein über das, was wir tun. Going where we want to go. Dorthin zu gehen, wo wir hingehen wollen. Going to the kind of place that we feel attracted to. Den Ort des Vertrauens. So much of modern happiness is about browsing. Im modernen Leben geht es darum, Browsing. Looking at catalogs or browsing websites. Browsing, Internet-Browsing, Kataloge anschauen. Looking for the right thing that captures our imagination as a source of happiness. Das Richtige zu finden, das unsere Fantasie anregt, um glücklich zu sein. Of course, it's a gamble, it's a risk. It may not give us what we hope. Es ist ein Spiel, ein Risiko, vielleicht finden wir nicht, was wir suchen. And this applies not only to consumer goods, but also to people. Das trifft nicht nur auf Konsumgüter zu, sondern auch auf Menschen. On dating websites, which I have not frequented myself, Auf Dating-Webseiten, die ich selbst noch nicht besucht habe. I'm told that they present you with pictures of the people who match your criteria. Und, man hat mir erzählt, dort werden Bilder gezeigt von einem möglichen Partner. And there must be hundreds or thousands of these pictures you can browse through. Also Hunderte oder Tausende Bilder, die du dir anschauen kannst. And I was told some go to the left because maybe you'll go and visit them later, and the others you don't like to look at them, so you push them
into the trash can. Also dann entweder nach links swipen oder nach rechts. Die einen werden für später aufgehoben und die anderen wandern in den Paket. I have met people who have found a partner in life through websites. Ich habe Menschen kennengelernt, die ihren Partner über Webseiten kennen. So, I'm not demonizing it, but I've also met many people who have become very frustrated and disillusioned by that approach. Also ich dämonisiere das nicht, ich kenne Menschen, die sich darüber kennengelernt haben, aber ich kenne auch viele Menschen, die sehr enttäuscht sind im Prozess. So this is just an illustration, one of many, of hedonism. Nur eine von vielen Beispielen für Hedonismus. This is our interpretation of the right to happiness, the pursuit of happiness. Das ist eine der Interpretationen unseres Rechtes auf das Streben nach Glück. It's a dangerous path to follow. Das ist ein gefährlicher Pfad. Because if we are seeking happiness on the basis of our independent choice, Denn wenn wir Glück suchen auf der Basis unserer persönlichen Wahl, it means that our independence must be protected at all costs. heißt es, dass unsere Unabhängigkeit um jeden Preis geschützt werden muss. Even when we find what we think we are looking for, Selbst wenn wir finden, was wir glauben zu suchen, we still have consumer rights. haben wir immer noch Konsumentenrecht. And if the product doesn't give us what we want or is effective in some way, Wenn das Produkt also defekt ist oder nicht vollständig funktioniert, we complain. beschweren wir uns. I ordered something from Amazon recently, CD player, and it didn't work when it arrived. Neulich was auf Amazon bestellt, einen CD-Player, und der hat nicht funktioniert. So I'd never done it before that, so I sent it back. So, also habe ich zurückgeschickt. And I was amazed. They gave me my money back, and then they sent me a new one. Well, I bought a new one. Und, ich habe das Geld zurückbekommen und habe anschließend einen neuen gekauft. And my rights were recognized, Also wurden meine Rechte anerkannt. and I was happy, Und ich war glücklich. relatively happy, Relativ. for a short time, Keine kurze Zeit. because I was surprised that it worked. Und ich war überrascht, dass es funktioniert. So, but if this becomes our primary way of understanding happiness, Aber wenn das unser einziger Weg ist, wie wir Glück definieren, we become more and more independent, werden wir mehr und mehr unabhängig, more and more atomized. mehr und mehr atomisiert werden. So, enough about hedonism. Genug vom Hedonismus. The other word is eudaimonia. Das andere Wort ist Eudaimonia. Difficult word to translate, but we could call it human flourishing. Schwer zu definieren, aber wir können es übersetzen mit einem menschlichen Erblühen, Maybe even blessedness. gesegnet sein. In the Beatitudes, happy are the poor in spirit. In den Seligpreisungen, selig sind die Armen im Geiste. The word for happiness is in Greek is makarios, which also means blessed. Das griechische Wort ist Makarios, das auch gesegnet sein. And for the ancient, or for the Greek philosophers, eudaimonia is happiness. Für die griechischen antiken Philosophen ist Eudaimonia Glück. This is the real goal of life. Wahre Ziel des Lebens. It's a state of serene and enduring happiness. Ein Zustand
ruhiger, anhaltenden Glücks. not just intermittent gratification, Nicht nur kurzfristige Belohnung, not the result of careful shopping or browsing, nicht das Ergebnis von achtsamem Shopping oder Browsing, but, and this is the key word now, cultivation. sondern durch eine Kultivierung. If we want to find eudaimonia, Wenn wir Eudaimonia finden möchten, we don't order it online. dann bestellen wir es nicht online. We have to cultivate the conditions for it. Wir müssen die Bedingungen dafür in uns kultivieren. We have to cultivate ourselves, Wir müssen uns selbst kultivieren. care for ourselves in a different way. Um uns selbst zu sorgen. And this means that we have to develop the potential within ourselves for goodness, for virtue. So müssen wir das Potenzial in uns, das Gute, Tugendhafte fördern. So this understanding of happiness is linked to a very high evaluation or estimate of human destiny and human existence. Und diese Definition des Glückes trägt also ein sehr wertschätzendes Menschenbild in sich. Because of this understanding of the goal of life, Dieses Verständnis von einem Lebensziel, we are moving towards a happiness which we cannot imagine, we certainly cannot control. da bewegen wir uns hin auf ein unvorstellbares Glück oder ein Glück, das wir nicht kontrollieren können. And human happiness, human flourishing is awakens us to the real meaning of humanity. Dieses menschliche Glück erweckt uns zu unserer wahren Bestimmung als Menschheit. And remember, the key transition we are making is simply to stop focusing or to pay so much attention to ourselves and to begin to take the attention off ourselves. Und beachtet, der wichtige Übergang ist, dass wir die Aufmerksamkeit von uns selbst wegnehmen. Now, this requires cultivation. It takes time. Das bedeutet, es bedarf einer Kultivierung, es bedarf Zeit. The word cultivation is a very ancient word. Das Wort Kultivierung ist sehr ein altertümliches Wort, Because human beings have been cultivating the earth for a long time. denn die Menschheit hat eben auch die Erde kultiviert. Viele Jahre, Jahrtausende. To cultivate the earth, to grow crops, is a process. Erde zu kultivieren und Pflanzen, Nutzpflanzen anzupflanzen. Prozess. We have to prepare the soil, Wir müssen die Erde vorbereiten, plant the seeds, die Samen pflanzen, and care for the crop through the whole process until harvest time. und uns um die Pflanzen kümmern bis zur Erntezeit. So we're surrounded by vineyards where that is happening. Wir sind ja von Weinbergen umgeben, wo das passiert. And we speak about
growing wine is an art. Wir sprechen darüber, Wein anzubauen. Das ist eine Kunst. And if you know your wine, then drinking wine is an art. Und wenn du Wein kennst, ist auch Wein trinken eine Kunst. And of course, the growth process depends not only upon the work that the farmer does, Und dieser Wachstumsprozess hängt nicht nur von der Arbeit ab, die der Bauer tut. but the farmer has to work hard, Klar, der Bauer muss hart arbeiten, but it also depends upon the nutrients in the soil, and sun and rain, es hängt aber auch von den Mineralstoffen der Erde ab, von der Sonne, dem Regen. This is what cultivation means, and this is what spirituality means. Das ist also, was Kultivierung bedeutet und das ist auch, was Spiritualität bedeutet. Spirituality doesn't mean just having another consumer search for some new kind of experiences. Spiritualität ist nicht einfach nur eine konsumgetriebene Suche nach einem neuen Erlebnis. It means a way of life, observing more and more carefully certain values. Bedeutet achtsam sich mit Werten auseinandersetzen. Especially the value of attention, Insbesondere den Wert der Achtsamkeit. the care and attention we give to the cultivation process. Die Hingabe und die Achtsamkeit, die wir in diesen Kultivierungsprozess hineinlegen. Now, we don't meditate. We don't meditate because meditation is going to be the magic bullet for happiness. Wir meditieren nicht, weil Meditation die erlösende Formel ist. But the work of attention that we are practicing carefully in meditation Aber die Arbeit, die wir regelmäßig in der Meditation vollziehen, translates intuitively, directly into a lifestyle. führt automatisch zu einem eigenen Lifestyle. Into a lifestyle which is more and more characterized by our capacity to pay attention to what is in our world. Ein Lebenswandel, der uns mehr in die Lage versetzt, wahrzunehmen, was um uns herum passiert. Not only to ourselves. Nicht nur uns. So, for example, to pay attention to the people around us. Zum Beispiel achtsam gegenüber unseren Mitmenschen zu sein. Love your neighbor. Liebe deinen Nachbarn. Love your father Liebe deinen Vater, and mother Mutter, and wife and husband Frau und Ehemann and children. und Kind. And Und who else do we have to love? wen müssen wir noch lieben? The enemy. Den Feind. So, this work of attention that we practice in meditation translates into a transformation of life. Die Arbeit der Achtsamkeit führt zu einer Transformation unseres Lebens. And we find ourselves doing naturally what we thought before we could not do. Und wir finden uns plötzlich in einer Situation, in der wir etwas tun, was wir noch vor einiger Zeit für unmöglich gehalten haben. Remember, this cultivation is partly our own work. We have to do it. Die Kultivierung ist teils unserer eigenen Arbeit. We have to get up in the morning in time to meditate, Wir müssen morgens das aufstehen und uns Zeit für die Meditation nehmen. just as the wine grower has to get up in the morning and
look after the vines, Der Weinbauer eben auch morgens nach dem Regen schauen. but also part of the cultivation is the nutrients that come through the sun and the rain through grace. Eben gibt es aber auch noch die anderen Zutaten, eben die Mineralstoffe, Sonne und Regen, die durch Gnade. So by analogy, we also cultivate the mind. Also mit dieser Analogie kultivieren wir auch den Geist. When we start meditating, we become more conscious about what is entering our mind and how we are using our mind in imagination. Wenn wir anfangen zu meditieren, werden wir achtsamer, was in unseren Geist eintritt und mit was sich unser Geist beschäftigt. We want our minds to be nourished by good knowledge, not bad knowledge or stupid knowledge or addictive things. Sondern gute geistige Nahrung, eine Suchtmittel oder krankmachende Nahrung. And we want to be able to develop our true potential. Und wir wollen unser wahres Potenzial entwickeln. And I think many people who meditate will say, there's something else I want to do with my life. Viele Meditierende sagen, ich habe eine Idee, ich will etwas anderes mit meinem Leben verändern. No, I'm fairly good at what I'm doing, my job and my skills. Ich bin gut darin, was ich mache, ich fühle mich wohl. But I really should learn to play the trumpet. Aber ich sollte wirklich die Trompete spielen. Or I would like to learn yoga. Oder ich möchte mit Yoga anfangen. Or I'd like to take 6 months off and go explore Ich möchte mir mal 6 Monate frei nehmen. some other culture. Eine andere Kultur kennen. So, in some way, we become aware of the gifts and the potential that we are meant to develop. Und auf eine gewisse Art werden wir uns des Potenzials in uns bewusst. So we are not sort of just choosing from a catalogue what will make us happy. Und also wählen wir nicht einen Katalog von Dingen aus, die uns glücklich machen, But we are discovering real self-knowledge. aber wir entdecken tatsächliches Selbsterkenntnis, Which brings with it a responsibility, a sense of destiny. und damit einhergeht ein Gefühl von Bestimmung. So if you go into most bookshops today, you will see a very big section on self-help. Und wenn du heute in den Buchladen gehst, Bookshop. You don't even know what a bookshop is. wenn du in den Buchladen gehst, gibt es eine große Abteilung mit Selbsthilfebüchern. Okay, so when you go to the Amazon books, the Kindle books, Oder auf Amazon. books are still working. And you probably will find meditation, yoga, and therapy, and nutrition, and whatever else. Wellness, yeah. All under self-help. Yoga und Selbsthilfe, Ratgeber. Which is okay, it doesn't matter what you label it. Alles okay. But every kind of cultivation, like every art, and this is what we're speaking about now, is the art of the spiritual life. So hat eben jede Praxis, wie eben auch die spirituelle Praxis, über die wir sprechen, als eine Kunst. And the art of the spiritual life is at least
as important as your career. Die Kunst, ein spirituelles Leben zu führen, ist mindestens genauso wichtig wie deine Karriere. And one of the aspects of the crisis we're going through today is the crisis of education. Und eines der Krisenszenarien, durch die wir auch gehen, ist eben die Krise in der Erziehung. And the great crisis, at least in some countries, has been, what grades do you give to the children who are finishing their schooling this year? Eine große Frage in vielen Ländern war, welche Noten gebe ich den Schülern, die ihre Schule in diesem Jahr wählen? All the emphasis is on grades and qualification. Der ganze Fokus liegt auf Noten, Qualifikation. And the Minister of Education in Britain recently said, Der Bildungsminister in UK sagte neulich, purpose of education is to get good jobs. das Ziel der Bildung ist, gute Berufe, gute Arbeitsplätze zu erhalten. Good jobs, of course, means for the economy, economic development. Gute Arbeitsplätze heißt natürlich eine gute wirtschaftliche. Education has been reduced to an economic process. Also ist Bildung als auf einen ökonomischen Faktor reduziert. This is terrible. If we are pursuing happiness, we need to include this dimension of the art of spiritual cultivation. Also wenn wir nach Glück streben, müssen wir die Kunst einer spirituellen Lebensführung mit einschließen. Which involves discipline. Und das bedeutet auch Disziplin. Of course, there's an element of choice. Es gibt eine Wahl, You have to choose to meditate, du musst dich entscheiden zu meditieren, and you can change your choice if you want. du kannst deine Wahl auch wieder ändern. Nevertheless, you can also choose to persevere, Jedoch kannst du dich auch entscheiden, durchzuhalten. which is a higher level of choice. Das ist noch eine höhere Qualität. Because when you choose to persevere, when you don't feel like it, Wenn du dich nämlich entscheidest, durchzuhalten, auch wenn du dich nicht danach fühlst, your attention is going to a higher level. geht deine Aufmerksamkeit nochmal auf eine höhere Stufe. You're not just paying attention to your feelings and saying, oh, I'm not happy, I'm not enjoying this. Es ist nicht nur eine innere Gefühlssuche, bin ich gerade glücklich, gefällt mir das? Your attention is at a higher level and you understand why you should continue. Sondern deine Aufmerksamkeit ist auf einer höheren Ebene und dir ist klar, warum du weitermachen sollst. So anyone who has ever learned a musical instrument will understand that. Jeder, der jemals ein Musikinstrument erlernt hat Or a language, oder eine Sprache or learned anything of any real importance, oder irgendwas, ja, involves the choice to persevere. beinhaltet die Wahl, durchzuhalten. And human relationships. Beziehung. So, and this choice to persevere at a higher level of attention is the meaning of faith. Und Bedeutung dieses Durchhaltens ist Faith. Glaube. Yeah. So the beginning is faith. So, am Anfang steht also der Glaube. The end is love. Das Ende ist Liebe. This is faith of Irenaeus in the 2nd century. Heilige Irenaeus, zweiten Jahrhundert. The beginning is faith. Am Anfang steht der Glaube. The end is love. Das Ende ist Liebe. And the union of the two Die Vereinigung der beiden is what?
das. ist das. Das ist die Ende. The union. Die Vereinigung. Die Einigung.